Ein Blitz, frontal, flach, hart und ungeschönt. Und genau dieser Look hat die Mode- und Kunstwelt komplett umgekrempelt. Terry Richardson und Jürgen Teller haben diesen Aufsteck-Look geprägt und die Modecover geziert. Anti-Glamour als Statement. Und plötzlich wollten ihn alle. Editorials, Galerien und das Verrückte, du brauchst dafür kein Studio und kein 5000-Euro-Licht. Du brauchst dafür genau das hier, einen kleinen Aufsteckblitz. Und heute wollen wir mal schauen, ob wir das mit dem Neewer Z150 auch hinbekommen. Hier nun das Unboxing. Das kommt hier in so einem kleinen, schicken Karton. Wir machen das Ganze jetzt mal auf. Was steckt drin? Kleiner Karton, retro-runder Kopf. Sieht aus wie ein Vintage-Blitz, ist aber natürlich neu. Erster Griff. Super leicht, 103 Gramm, das verschwindet in jeder Jackentasche. Genau das ist der Punkt. Ein Blitz, den du wirklich immer dabei haben kannst. Jetzt schauen wir uns das Ding mal genauer an. Hier ist praktisch die Einstellung der Leistung und hier kann man das Ganze regeln von 1/64 bis eben voller Leistung. Es gibt hier den Einschaltknopf und hier einen Slave-Button für S1 und S2. Das heißt, der Blitz blitzt mit einem anderen Blitz dann ab. Ihr habt hinten eine Anzeige. Hier könnt ihr einfach sehen, wie viel Leistung hier drauf ist. Jetzt ist er auf voller Leistung und jetzt habt ihr praktisch 1/64. 20 Wattsekunden hat das Ding, Leitzahl 15. Das ist bewusst klein. Der Akku ist fest verbaut, also keine nervigen AA- oder AAA-Batterien mit 1200 mAh, lädt per USB-C und hat unglaubliche 640 volle Blitze. Da bin ich aber wirklich mal gespannt. Recyclingzeit ist gut 3 Sekunden bei voller Leistung. Die Lichtfarbe, die rauskommt, ist 6000 Kelvin, also ein kühles Tageslicht. Was kann er nicht? Es kann kein TTL, also ihr müsst es manuell einstellen und er hat auch kein High Sync. Du blitzt also manuell von 1/64 Leistung bis voller Leistung. Du hast aber auch Slave-Modi, also S1 und S2 und das bedeutet, der Blitz feuert mit, wenn er einen anderen Blitz sieht. Und der Kopf ist fix, kein Schwenken, kein Neigen. Für unseren Look ist es aber genau richtig, denn wir wollen ja diesen frontalen, harten Blitz. So sieht das Ding aus auf der Kamera. Das passt wirklich auf jeden Blitzschuh von jedem Kamerasystem. Ich bin in der Sony-Welt zu Hause, auch wenn ihr Canon, Nikon, Fuji Kameras habt. Es ist alles kein Problem, denn der Blitzschuh hat genau nur einen Kontaktpunkt und damit ist er kompatibel mit allen üblichen Kamerasystemen. So, genug gelabert. Jetzt zeige ich euch das Ding mal richtig im Einsatz. Ich habe hier den Ben und jetzt machen wir erstmal hier einen klassischen amerikanischen Anschnitt. Und da das alles manuell ist, muss man natürlich die Blitzleistung selber regeln. Kein TTL. Und das war jetzt mal deutlich zu hell. Heißt, blendet zu. Okay, jetzt kommen wir nochmal hier hin. Und das wäre jetzt interessant, das hier zu sehen. Geil. Das ist genau das. Das kann man jetzt hier super geil zeigen mit Schatten. Also einmal, ich mache jetzt gleich 2 hintereinander. Und nochmal andere Pose. Dreh dich mal so ein bisschen ein, also genau, dass du so ein bisschen über, ja. Und einmal closer, da gehen wir jetzt mal mit der Leistung noch eine halbe weniger. Hi Smart Creators, hier mein ehrliches Fazit zum Neewer Z150 Aufsteckblitz. Das Ding ist ganz klar kein Allround-Blitz, es hat natürlich auch ein paar Nachteile und diese sind zum einen, es hat kein TTL, aber who cares? Ich würde sagen, ich bin mit dem Ding sehr gut zurechtgekommen, man blitzt halt einmal auf, schaut sich das Bild an, korrigiert und dann sitzt es auch. Also es hat mich jetzt überhaupt nicht gestört in meiner Arbeitsweise und hier kann man auch wirklich eben alles kontrollieren. Ein weiterer kleiner Nachteil ist, was ich festgestellt habe, wenn man hier eine längere Optik drauf hat, wie jetzt zum Beispiel meine 35er 1.4 mit Sonnenblende, dann bekommt man hier einen leichten Schattenwurf, weil ja, der Blitz einfach so nah am Body und am Objektiv ist. Das ist aber an sich super für diesen Look, da der Schattenwurf kleiner ist. Also bei so einem großen Profoto-Blitz ist das Ding so hoch und dann hat man einen stärkeren Schattenwurf. Ein Nachteil, wenn man hier im Hochformat shootet, ist der Blitz natürlich an der Seite und man hat den Schattenwurf seitlich. Wenn man das nicht möchte und genau diesen Look von Terry Richardson haben will, dann muss der Blitz immer über dem Objektiv sein. Und das bedeutet,
Man braucht so eine Blitzschiene. Das kann man sich besorgen. Dann muss man das Ganze aber eben connecten. Also man braucht eben dann so ein Blitzschuh-Adapterkabel und dann kann man diesen Look genau so nachmachen. Ich muss sagen, preis-leistungstechnisch bin ich unheimlich überrascht, weil wie das Ding abliefert. Für 30 € kann man hier wirklich nichts falsch machen. Die Leistung hat mich überzeugt. Man kann hier wirklich auch bei starkem Sonnenlicht auch noch gegen die Sonne anblitzen und bekommt immer noch diesen Look hin. Am besten, um diesen Terry Richardson Look nachzumachen, ist natürlich, man hat einen weißen Backdrop oder eben eine Wand, die nah dahinter ist, dann funktioniert dieser Look am allerbesten. Für 30 € ist das Ding echt super. Ich war sehr überrascht und werde das jetzt auch immer in meiner Kameratasche dabei haben. Wenn ihr eben einen Aufsteckblitz sucht und hier nicht so viel ausgeben wollt, dann kann ich euch das Ding wirklich sehr empfehlen. Ich habe das Ganze unten in der Beschreibung verlinkt. Dort findet ihr alles. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, euer Manuel. Servus.